Was machen erfolgreiche Menschen anders als du? Warum wenden viele die falschen Techniken an, um dauerhaft von der Weiterbildung zu profitieren? Viele nehmen mehr als einziges von der Weiterbildung nur ihre Unterlagen mit, aber nicht das Wissen. Aber woran liegt das? Und wie kannst du das ändern? Die geniale Lösung erfährst du heute in meinem Video. Also bleib bis zum Ende dran und pimp your brain. Hi Bizrocker, schön, dass du den Weg auf meinen Kanal gefunden hast. Mein Name ist André und wenn du zum ersten Mal auf meinem Kanal bist, lass doch gerne ein Abo hier, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. 80–90% der Menschen, die eine Weiterbildung machen, haben im Anschluss daran langfristig gesehen keinen Nutzen oder keinen beruflichen Erfolg davon. Sie fallen dann zurück in ihre alten Denkmuster und sind total gefrustet. Das Deutsche Bundesamt hat eine Statistik aufgestellt, die sich in den letzten Jahren so ein bisschen verbessert hat. Was verdient so die Oberschicht? Bei ca. 50.000 bis 60.000 Euro Jahresgehalt kannst du einen Cut ziehen. Wenn du auch dazu gehörst, wow, gratuliere, dann gehörst du zu maximal 10% der Menschen in Deutschland. Oberhalb von 100.000 Euro verdienen dann nur noch 0,1% der Bevölkerung. Und genau die 10 oder auch die 0,1% machen irgendetwas in ihrer beruflichen Weiterbildung völlig anderes als die anderen. Viele von uns wünschen sich, so in höhere Gehaltsklassen aufzusteigen. Dann sind wir mal ehrlich, mit einem gewissen Gehalt lebt es sich doch in manchen Situationen einfach viel entspannter, als wenn man jeden Cent umdrehen muss, damit es bis zum Monatsende reicht. Klar wirst du jetzt sagen, Geld allein macht doch nicht glücklich. Ja, da hast du recht. Gesundheit, Freunde, Familie, wertvolle Erinnerungen, Erfahrungen, die kann man nicht kaufen. Und es ist aber das, was dich langfristig glücklich macht und dir positive Emotionen gibt. Hier ist es also besonders wichtig, so die richtige Balance zu finden. Was machen also erfolgreiche Menschen in ihrer Weiterbildung anders als du? Du wirst ja sicherlich einen Job haben oder bist Unternehmer. Ja, da ist es jetzt egal, ob du Schreiner, Banker, Dienstleister oder einen anderen Beruf hast. Darin bist du gut. Ja, du machst das jeden Tag und hast es von der Pike auf gelernt. Du hast es tagtäglich trainiert und machst deinen Job, ohne irgendwie viel darüber nachzudenken. Für beruflichen Erfolg, da benötigst du aber andere Kernkompetenzen, wie zum Beispiel Persönlichkeit, Zeitmanagement, Organisation, Networking, Kommunikation und Führung. Das alles kannst du in verschiedenen Weiterbildungen lernen. Dabei solltest du aber folgende 3 Fehler vermeiden. Erstens, Lernquickies. Ich beobachte immer viele Menschen, die konsumieren tagtäglich Weiterbildung. In Blogartikeln, YouTube-Videos oder Posts bei Instagram oder Facebook. Das Internet gibt hier natürlich viele Anregungen und Impulse. Das Ganze passiert dann aber meistens zwischen Tür und Angel. Morgens so neben dem Frühstück, vor dem Duschen, auf dem Weg zur Arbeit, in der Mittagspause, im Bus oder der Bahn. Von allem mal so ein bisschen hier und ein bisschen dort. Dann aber merken sie, ich habe ja eigentlich gar keine Zeit und brechen das Ganze wieder ab. Klar, was jetzt passiert, oder? Wenn man seinem Gehirn immer nur so kurze Lernimpulse gibt, dann kann ja nichts hängen bleiben. Das ist genauso, wenn du nur nach Quickie streben würdest, dann musst du dich ja auch nicht wundern, dass du keine feste, lange und belastbare Beziehung bekommst. Oder stell dir mal vor, ein Chirurg würde sich so weiterbilden, ein bisschen da und ein bisschen da. Würdest du dich dann bei ihm unter das Messer legen? Wahrscheinlich nicht, oder? Sich mal hier und dort so ein bisschen inspirieren zu lassen, das ist kein Problem. Aber wenn du merkst, das ist ein Thema, was dich packt, so richtig catcht, dann sollst du dich damit auch länger beschäftigen und das genau wie in deinem Business zu einer Kernkompetenz machen. Du kannst zum Beispiel bei YouTube den später ansehen-Button nehmen oder bei Facebook Beitrag speichern. Du kannst erstmal Informationen sammeln und dann nimm dir einen festen Tag in der Woche vor, wo du konsequent das Thema für mindestens 2 bis 4 Stunden intensiv angehst. Oder mach es wie ich. Steh morgen 30 Minuten früher auf, baue es in deine Morgenroutine mit ein und beschäftige dich tagtäglich mit dem Inhalt, bis du ihn so richtig verinnerlicht hast. Zweitens, Erfolgstipps verweigern. Nehme Tipps von erfolgreichen Menschen an. Setze diese 1:1 um. Es hat ja bereits schon einmal funktioniert. Auf gar keinen Fall solltest du hier das Ganze noch so mit eigenen Ideen bereichern und auf dem Weg zum Ziel so mehrfach nach links und nach rechts abbiegen. Das wird garantiert in der Sackgasse enden und kostet unnötig Zeit und Energie.
Und jammer nicht direkt, falls es beim ersten Versuch nicht klappt. Versuch es noch einmal. Erst nach mehreren Versuchen kannst du dir ja ein Urteil überhaupt bilden und kommst dann vom Kennen ins Können. Ja, damit kommst du dann ins unbewusste Handeln und hast eine neue Kernkompetenz. Drittens, Seminare falsch nutzen. Viele Firmen haben ja mittlerweile die Zeichen der Zeit erkannt und schicken ihre Mitarbeiter auf Seminare. Wir wollen ja so dem Fachkräftemangel in Deutschland ein bisschen entgegenwirken. Ist auch gut für die Statistik. Ja, du fährst dann dorthin, meistens sind es ja so 2 bis 3 Tage, wirst total inspiriert und bekommst neue Tipps und wertvolle Anregungen. Wenn das Ganze, ich sag mal, nicht so einen Charakter hat von Ferienweiterbildung, ja, und die Teilnehmer nur dahin kommen, um so richtig schön kräftig einen zu saufen, dem Arbeitstrott so ein bisschen zu entfliehen. Dann nimmst du als einziges nämlich von dem Seminar einen Kater und die Unterlagen mit, aber sonst nichts. Hast du aber einen Speaker, der dich so richtig packt und motiviert, ist der Grundstein erst einmal für dich gelegt. Aber leider passiert dann Folgendes. Du kommst zurück in den Arbeitsalltag, das Tagesgeschäft holt dich wieder ein und du setzt vielleicht nur so 10% von dem Erlernten ein. Zum einen mag das daran liegen, weil gewisse Situationen einfach nicht eintreten. Wenn du vielleicht wie ich auf dem Führungskräfteseminar Konfliktgespräche geübt hast, bei dir im Team aber Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, ja, dann wirst du den Inhalt erst einmal nicht umsetzen können. Und spätestens so 2 bis 3 Monate später ist das Wissen aus deinem Kopf wieder verpufft. Deswegen nimm Seminare als Impulse und Inspiration. Das Wissen, das muss im Nachhinein vertiefen. Und das funktioniert nur mit Trainieren, Trainieren, Trainieren. Schau dir erfolgreiche Menschen an. Die haben dafür Trainer oder Berater. Für Dinge, in denen sie eben ein Defizit haben. Mit denen arbeiten sie ja auch nicht nur ein paar Tage zusammen, sondern langfristig. Ein Spitzensportler holt sich ja auch nicht nur für einen Tag einen Trainer, um danach direkt zu den Olympischen Spielen zu fahren. Du musst genau wie sie konsequent tagtäglich an dir arbeiten. Immer wieder das Erlernte neu trainieren. Und dann wirst du das Erlernte auch erfolgreich umsetzen können. Also fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Erstens, bilde dich intensiv weiter und nicht nur in Quickie-Sessions. Zweitens, setze Erfolgstipps 1:1 konsequent um, ohne irgendwelche Umwege zu nehmen. Und drittens, trainiere tagtäglich das, was du gelernt hast und mach es zu einer Kernkompetenz. Also, denk mal darüber nach. Wenn ich dich jetzt zu deinem persönlichen Erfolg durch Weiterbildung anregen konnte oder du vielleicht noch Ideen hast, die ich mal ein bisschen vertiefen und ausarbeiten könnte, dann lass mir einfach gerne unten einen Kommentar da. Du bist noch nicht motiviert genug, um deinen Weg zu gehen und jetzt endlich mal so richtig in die Pushen zu kommen? Ja, dann schau dir als nächstes meine Playlist über Motivation an. Ansonsten viel Spaß beim Umsetzen, bleib gesund, wir sehen uns, rock your life, dein André.